macht die KI morgen meinen Job? So. Und da kann ich aus meiner Sicht ganz klar sagen, nein, natürlich werden einfache Tätigkeiten wegfallen und einfache Tätigkeiten werden automatisiert und überbleiben werden nur die komplexen Themen. Hallo zusammen und willkommen zurück bei Cards Against Complexity. Heute mit Melanie Bielefeld von TUI. Melanie, moin und willkommen zu Cards Against Complexity. Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, klasse, dass du dabei bist. Wir haben uns kennengelernt vor einigen Monaten in Hamburg, deswegen das Moin gar nicht so schlecht beim Service Summit. Du bist immer präsent im Service-Umfeld, ich glaube auch auf der CCW zuletzt unterwegs Anfang des Jahres. Aber, und das ist ganz spannend, glaube ich, für diese Episode, Service in dem Feld, wo es, sagen wir mal, eng, hakelig, manchmal zu Problemen führt. Ja, der Problemfall ist dein Standardservice, wenn ich das so outside-in richtig verstehe. Lass uns aber gerne mal einmal reinspringen heute. Da würde ich super gern verstehen, gerade diese Fälle sind ja die Fälle, die Kundenbeziehungen prägen. Gerne verstehen, wie ihr das mit TUI als Enterprise-Unternehmen macht. Bevor wir das machen, springen wir einmal rein. Wir machen irgendwie 3 Sachen heute. Ich und insbesondere alle anderen, die jetzt zuhören, würden dich gerne kurz kennenlernen. Dann haben wir Karten dabei, das heißt der Cards Against Complexity. Die ziehen wir dann auch und suchen uns eine aus und dann können wir ein bisschen tiefer einsteigen. Freue mich drauf. Vielleicht magst du zum Start ein bisschen was erzählen, was deine Rolle bei TUI ist und was dich dahin gebracht hat. Ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der TUI. Das ist unglaublich. TUI, Hast du schon offiziell, gibt es da so ein Jubiläumsgeschenk oder sowas? ja, Eine ja, Party oder was passiert natürlich. dann? Ja, Der, ja, der, auch der klar. Betriebsrat begrüßt einen tatsächlich und beglückt einen. Und das macht die TUI immer so ganz nett, ein kleines Geschenk und es wird so ein bisschen gefeiert. So, Ja. das ist wirklich. 25 Jahre bei der TUI heißt aber nicht immer 25 Jahre auf der gleichen Stelle. Ich habe tatsächlich Mhm. vor vielen Jahren bei 1-2 Fly, einer damaligen Tochter der TUI, im Callcenter angefangen und habe Mhm. dann im Laufe der Jahre bin ich durch viele Abteilungen durch und konnte so die TUI und auch das Thema Touristik, Gastronomie von vielen Seiten einfach kennenlernen und lieben lernen tatsächlich. Also ich bin ein TUIaner durch und durch. Die meisten kennen TUI ja. Das heißt, bei uns geht es um Urlaub, bei uns geht es um die schönsten Wochen von jedem von uns im Jahr, wo wir tatsächlich der Experte sind. Die Urlaubssaison startet bald. Zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, werden die meisten wahrscheinlich sich schon vorbereiten auf den Sommerurlaub, die wichtigste Zeit des Jahres für viele Familien. Wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Zeiten des Jahres bei euch. Da springen wir gleich rein, was das heißt, in der Kundenbeziehung sich genau um diese noch emotionale Reise zu kümmern und die Kundenbeziehung zu kümmern. Bevor wir das machen, springen wir aber einmal in die Cards Against Complexity, die Karten gegen Komplexität. Ja, das ist die ganz deutsche Variante des Titels. Und die Karten finden wir hier. Als kleine Intro zu den Karten, für alle, die noch nicht bei uns eingeschaltet haben, Cards Against Complexity funktioniert wie das Spiel Cards Against Humanity. Sehr einfaches Prinzip. Links gibt es eine Karte, da ist ein Satz, der muss vervollständigt werden. Und Melanie, du hast jetzt gleich die Aufgabe und Ehre, eine der 3 Karten auf der rechten Seite auszusuchen, die dann den Satz vervollständigt. Das wird nicht ganz leicht, weil die sind alle nicht ganz passend, aber irgendwo findet sich schon etwas. Ich fange jetzt mal an. Siehst du meinen Bildschirm? Ja, sehr gut. Also, das inoffizielle Motto für euer Kundenservice und Beschwerdeteam ist Keep Calm und Steuerung Z, also bleib ruhig und einfach mal auf rückgängig drücken. Turning Drama into Data, einfach Dramen in Daten verwandeln. Oder AI helps, but snacks solve more problems. KI hilft, aber am Ende sind Snacks die wirklichen Problemlöser. Das ist jetzt eine Herausforderung tatsächlich. Also, Turning Drummer into Data kann ich jetzt auch so nicht bestätigen, weil am Ende geht es bei uns immer um Menschen. Es geht immer um Emotionen und, da geht es tendenziell ja nicht um Drama, sondern ein Kunde, hat ein Thema mit seiner Reise, der hat eine Vorstellung, die vielleicht nicht in all seinen Belangen so, sich erfüllt hat, wie er sich das gewünscht hat tatsächlich. So. Also Drama nicht, vielleicht eine Beschwerde, dann nehmen wir die mal raus. Da haben wir noch 2.
Keep calm und Steuerung Z, Steuerung Control Z, so ein Z. bisschen so wie bei Word. Ne? Ich habe irgendwie ein paar Worte getippt und dann machen wir das einfach wieder rückgängig, den kleinen Fehler. Ja, auch das kann ich, glaube ich, nicht nehmen, weil am Ende des Tages, das, was passiert ist, gerade auf der Customer Journey, kann man ja so nicht zurücknehmen. Man kann immer gucken, wie kann man noch besser werden? Wie kann man Themen im Vorfeld tatsächlich so lösen, dass dieses so nicht mehr passiert? Und, wir nehmen natürlich, die Sorgen und die Beschwerden unserer Kunden sehr ernst. Von daher fällt diese Mhm. Karte für mich leider auch raus. Das Dann nehmen wir die heißt, auch raus. Da bleibt doch eine, der Snack. also 'n Snack hilft immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du im Urlaub bist. Essen ist immer ein wichtiges Thema, oder? Essen ist ein wichtiges Thema im Urlaub oder auch nicht. Ich glaube, gerade an so einem Tag, wenn einem mal die Energie fehlt oder gerade wenn man ein bisschen Energie hat, im Sommer das Eis, ja, das müsste jetzt für die meisten kommen. Ach, da das Ähm, das ist die Frage, wo gibt's das beste Eis? Was ist das beste Eis? Italien oder woanders, ne? Was Ja, oder allein die, jetzt, wenn man seine eigene Stadt guckt, also da gibt es ja neues Drama dann. Da wollen wir gar nicht erst anfangen. Aber der Snack hilft auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt auch so eine kleine Snackbowl bei euch im Callcenter und für alle, die aus dem Homeoffice arbeiten, hin und wieder, wenn man hin und wieder rechts eingreifen kann, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Davon gehen wir jetzt aber weg. Ich habe keinen Snack für dich, aber ich habe ein paar Fragen. Und die sind gesammelt aus unseren Diskussionen, insbesondere aus den letzten Monaten mit anderen Customer Service und Enterprise Service Leadern wie dir. Da haben wir so unterschiedliche Bereiche bis jetzt abgedeckt. Ja, viel zu KI und Organisationstransformation, was du definitiv so in deinem Bereich über die letzten Jahre gesehen hast. Und dann auch oft über die positiven Seiten des Kundenservice. Aber die Probleme, die spricht keiner so richtig an. Ja, und jetzt Beschwerdemanagement würde ich sagen, fast die Königsklasse der Service-Disziplinen. Da würde ich gerne heute ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht bevor wir das machen, kannst du uns ein bisschen erzählen zu deiner aktuellen Abteilung, deiner Rolle in der TUI und wie ihr du hast es gerade gesagt, Kundenjourney eigentlich der TUI-Kunden passt. Das Thema Customer Centricity ist bei uns ein wirklich sehr, sehr großes, ne? Also, weil uns ist ja nicht damit geholfen, wenn ein Kunde nur einmal eine Reise mit uns bucht, sondern wir wollen natürlich, dass unsere Kunden auch unsere Fans sind und dass sie nach Möglichkeit jede ihre Reisen bei uns buchen. Das ist ja so unser Thema. Wir haben unglaublich viele Kunden, die jedes Jahr einen wundervollen Urlaub haben, aber es gibt natürlich auch immer so 2, 3%, da ist etwas anders gelaufen, als sie sich das erwartet haben. Oder es gab einen Mhm. Streik. Es passiert ja unglaublich viel innerhalb der Welt, die einen Urlaub beeinflussen können in irgendeiner Art und Weise. So, und wir bei der TUI Customer Operations, explizit im Bereich Complaints Management, zu dem ich gehöre, kümmern uns halt um das Thema Kundenreklamation. Das heißt, bei uns kommen alle die Dinge an, die nicht gut gelaufen sind und die unsere Kollegen in den Urlaubsregionen, da haben wir auch ganz tolle Kollegen, nicht gleich lösen konnten oder Ja. nicht zufriedenstellend lösen konnten. Genau, wir sind so ungefähr 70 Personen, aufgeteilt in 5 Teams. Jedes Teams hat neben der normalen Reklamationsbearbeitung auch noch einen Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt in meinem Team liegt hauptsächlich bei dem Thema Lawsuit, das sprich Rechtsanwaltsbearbeitung und Klagebearbeitung und das ganze Thema Reiserecht, Pauschalreiserecht als Beratung für den gesamten Bereich und alle Schnittstellen tatsächlich. Das heißt, wenn ein Kunde bei uns reklamiert, ja, dann sorgen wir dazu, dass er auch zu seinem Recht kommt. Also, wir prüfen das dann, gucken, welchen Anspruch hat der Kunde tatsächlich, weil, manchmal ist zwischen dem, was der Kunde erwartet und dem Anspruch, den er hat, liegen manchmal Welten. Ja. Manchmal auch nicht. Das müssen wir natürlich prüfen und dann, schauen wir: „Okay, was können wir da für den Kunden tun? Wie können wir ihn da kompensieren?“ Ne, manchmal, können wir dann auch nicht dem Kunden das geben, was er möchte, aber ganz häufig, können wir unsere Kunden natürlich wieder zu Fans machen. Und also das ist ja am Ende, wenn ich mir überlege, die anderen sagen wir, 97, 98%, die haben einen entspannten Urlaub, alles läuft bestens, ich kann irgendwie 5 Sterne in den Bewertungsportalen, den gängigen abgeben. Die 2 bis 3%, die machen eigentlich am Ende den Unterschied und sollen zurückkommen. Was
Was nutzt ihr oder welche Möglichkeiten hast du technologisch, aber auch vielleicht auf der natürlich Organisationsseite, um da das beste Ergebnis zu erzielen? Weil alle, die jetzt zuhören und im Kundenservice unterwegs sind, gerade im Konzernumfeld, die haben alles eigentlich zur Hand. Ne? Wir können heute KI, wir können CRM-Systeme, wir können alle Helpdesk-Software kaufen, wir haben extrem viele Mitarbeiter, externe Partner, aber wo setze ich den Hebel an, wenn ich so viele Dinge zur Auswahl habe und gerade in einer Welt, wo heute eigentlich jeder von KI redet? Erst mal eine Gegenfrage. Wenn du im Urlaub bist mit deiner Familie und irgendwas klappt nicht, was ist deine Erwartungshaltung? Dass es gelöst wird. Und, äh, wie möchtest du das, melden und wie möchtest du, dass es gelöst wird? Am liebsten, ja, ist ja eigentlich meine Traumvorstellung, am liebsten muss ich das ja nicht mal sagen, sondern es fällt proaktiv auf, dass da was passiert ist. Wenn ich mich dann doch melde, möchte ich mich wahrscheinlich irgendwo melden, wo jemand sich direkt darum kümmert, sich freundlich darum kümmert und idealerweise in meinem besten Sinne das erledigt, damit ich mich wieder in die Sonne legen kann. In den meisten Fällen ist das bei uns auch tatsächlich so. Also, meine, auch du als Kunde, du musst uns natürlich die Möglichkeit geben, dass wir das, was aus deiner Sicht nicht gut läuft oder was du gerne anders haben möchtest, dass wir das verbessern können. Das können wir nur, wenn du uns Bescheid gibst. Wenn du sagst, was stimmt nicht, sondern was ist deine Erwartungshaltung, wie es sein müsste. So. Mhm. Dafür haben wir in den ganzen Urlaubsländern Kollegen, die sich drum kümmern. Wir haben auch eine 24/7 Hotline tatsächlich, die du multimedial erreichen kannst. Das heißt, du als Kunde kannst dir aussuchen, rufe ich sie an, schreibe ich eine WhatsApp, schreibe ich eine E-Mail, das obliegt gleich dir oder gehe ich über die App. Das ist wirklich mittlerweile sehr, sehr einfach. So. Ja. Wenn jetzt das im Urlaub nicht so behoben werden konnte, wie du das gerne möchtest, so, dann musst du natürlich in Deutschland ganz normal reklamieren. Beziehungsweise TUI hat ja international ganz viele Kunden, die müssen jeweils in ihrem Land reklamieren. So. Ja. Und, dazu findest du ganz normale Webformen bei uns im Internet, gibst du einfach nur ein TUI Reklamation, zack, hast du 2 Formulare, einmal für deine TUI Deutschlandreise oder wenn du einen TUI Flyflug gebucht hast. So, hast du 2 Möglichkeiten. Dieses Formular füllst du innerhalb von 2 Minuten aus, kannst alles dazu hochladen, alle Bilder, kannst deine Forderungen da reinschreiben und durch tatsächlich, Automation wird diese Reklamation genau in das Arbeitsfach bei uns geroutet, wo es am schnellsten abgearbeitet werden kann. So, wo die Mhm. Experten hintersetzen, wenn das so ein einfaches Anliegen ist, können wir das mittlerweile sogar automatisiert bearbeiten. Das heißt, da kriegst du dann wahrscheinlich schon am nächsten Tag eine Antwort, so. Ja. Wenn es etwas komplexer ist und wir vielleicht noch mal in die Recherche einsteigen müssen, prüfen müssen, was ist da los, dann landet es genau bei dem Experten, der sich den Fall anguckt und, der dann mit Unterstützung tatsächlich von KI, mit Unterstützung von, Robotics und Co. Schnellstmöglich eine Antwort sendet. Ich glaube, das, was mir zum Beispiel ganz wichtig ist, wenn ich etwas reklamiere, da gibt es ja Mhm. diverse Anbieter, ähm, dass ich ASAP eine Antwort bekomme. Ja, ich will ja Klar. nicht wie früher mal 3 Monate drauf warten, bis sich jemand bei mir meldet, sondern ich möchte bitte das Thema möglichst schnell vom Tisch haben. Und am So. liebsten nicht die schnelle Antwort, ja, ich habe das gelesen, Maschine, und ich melde mich und dann meldet sich auch Nein, nein, keiner, nein. sondern echte Antworten von echten Maschinen oder echten Menschen. Sehr spannend. Und jetzt sind das 70 Mitarbeiter, mit denen du arbeitest. Dann gibt es auch natürlich deutlich mehr nochmal in den Ländern und wahrscheinlich auch in den Abteilungen, in denen ihr Recherche betreibt und am Ende alles umsetzen könnt. Ähm, Da musst du dich ja in deinem Konzernumfeld oder Enterprise-Umfeld schon gut auskennen und gute Wege überall finden, um das hinzubekommen. Wie denkst du darüber nach? Und das irgendwie, du gehst gerade durch durch das systemische Denken, die systemische Ausbildung auch nochmal durch. Wie denkst du über dieses System nach, das System zu navigieren und das System, was du da vor dir hast, sondern auch zu transformieren in dem Sinne, damit ihr am Ende besser die Beschwerden lösen könnt.
Ich finde es ein extrem spannendes Thema. So, die ganze Welt wird ja immer komplexer. Es ist ja nicht nur, dass TUI 60.000 Mitarbeiter hat und du musst überlegen, okay, wo sitzt denn heute dieser Mitarbeiter? Sitzt er auf Mallorca oder sitzt er in Schweden oder Co.? Du musst ja auch noch wissen, wer kümmert sich zum Beispiel aus dem Produktmanagement um etwas, wo kann ich eine Frage stellen? Und das schafft man heute natürlich nur mit Hilfe von Technik. So, das Mhm. heißt, Technik für uns bedeutet eher, dass wir dort als Pilot vorne sitzen, dass wir als Captain vorne sitzen und die Technik, KI und alles, was damit zu tun hat, ist für uns mehr oder weniger eine Zuarbeit, eine Unterstützung, ein Co-Pilot, um jetzt mal in Mhm. den Worten von Microsoft zu sagen. So. Und wichtig ist natürlich eine Datenbasis. Das heißt, man muss Mhm. gucken, dass natürlich alle Schnittstellen klar sind, dass Prozesse klar sind und gerade in dieser Welt, die sich so schnell verändert. Ich meine, das, worüber wir heute sprechen, das ist morgen schon wieder old fashion. So, Mhm. ja, und wir müssen ja heute überlegen, wie wird sich die Technik wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Jahren verändern, müssen unsere Mitarbeiter darauf einstellen, müssen gucken, wie befähigen wir sie dazu. Und für mich ist so eine Organisation immer mehr wie so ein lebender Organismus. Ja. So, ne, da geht es natürlich um Prozesse, da geht es aber auch um Menschen, da geht es um persönliche Bedürfnisse, da geht es um äh, Komplexität und eher um das Thema, nicht diese Komplexität zu verdammen oder versuchen, sie da wegzubekommen, sondern wie kann ich sie managen? Also, wie lenke ich die Komplexität so, dass meine Kollegen und ich damit auch gut, schnell umgehen können und so möglichst schnell dem Kunden auch zu seinem Recht verhelfen können, tatsächlich. Und die ganze Komplexität aber im Band zu halten oder technologisch und unter Menschen. Wie hilfst du anderen, dass sie das Gleiche machen können? Was sind, sagen wir, wenn jetzt hören viele dazu, die auch selbst Kundenservice-Teams leiten oder ganze Organisationen leiten. Was hast du in den letzten 25 Jahren gesehen, was dir hilft, wenn du diese Einsicht selbst hast, dass sie dann auch im Team die Ansicht ankommt, aber dann auch umgesetzt werden kann? Also, für mich persönlich am wertvollsten ist immer der Austausch mit anderen. Natürlich der Austausch mit dem Team, auch zuzuhören, was bewegt euch, welche Ängste habe ich, weil Transformation und KI beängstigt natürlich auch. Habe ich meinen Arbeitsplatz Ja. morgen noch? Macht die KI morgen meinen Job? So. Und da kann ich aus meiner Sicht ganz klar sagen: „Nein, natürlich werden einfache Tätigkeiten wegfallen und einfache Tätigkeiten werden automatisiert und überbleiben werden nur die komplexen Themen, werden die Themen, die besonders viel bedürfen auch, weil das ist etwas, was eine KI am Ende des Tages nicht abdecken kann. Zwischen den Zeilen lesen, auf den Kunden so eingehen tatsächlich. Und bei uns, wir haben sehr viel im Team miteinander gesprochen. Wir haben auch tatsächlich offene Punkte angesprochen. Wir nehmen uns die Kollegen und binden sie ein in Weiterentwicklungen. Das heißt, bei uns aus dem Team haben wir jemand, der ist dann in E-Mail Summary 'n Thema bei uns, ganz groß. Das heißt, Mhm. wenn uns Kunden eine Reklamation schicken, dann sind einige Kunden ganz kurz und knapp und andere Kunden wollen erst mal alle ihre Emotionen rauslassen und schicken uns 23-seitiges PDF. Und Es das muss man menschelt, ja. natürlich ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und dafür gibt es halt heutzutage auch Technik, die das einmal so zusammenfasst, die wichtigsten Punkte. Und das ist mittlerweile richtig, richtig gut. Und der Mitarbeiter kann dann praktisch seine Entscheidung auf diese Zusammenfassung aufbauen und muss eben nicht mehr alle 23 Seiten einzeln wirklich durchlesen, ne, Mhm. sondern er profitiert davon. Und der Mitarbeiter an sich muss es erleben. Das heißt, ich muss meine Kollegen, meine Mitarbeiter ins Erleben bringen, dass Technik eben nicht böse ist, sondern dass sie Freude daran haben, dass sie sehen, sie können es beeinflussen, sie können Dinge verändern, sie können Dinge melden, die nicht gut laufen und sie können aber auch den Teams berichten: „Hey, das habe ich gemacht und das war richtig, richtig gut.“ Ja. So. Wir Und da hatten fängt das ja an. Ja, spannend. ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. und wir sind ja 'n relativ großes Unternehmen tatsächlich und wir hatten, meine ich, letzte oder vorletzte Woche hatten wir einen Embrace AI Tag.
bei uns im Unternehmen. Das heißt, Mhm. wir haben an vielen Stellen gerade KI-Entwicklungen, AI-Entwicklungen, weil wir brauchen an vielen Stellen unterschiedliche Unterstützung von der Technik. Und dann haben wir an einem Tag einfach mal Ausstellung gemacht. Das heißt, da haben 15, 16 Abteilungen haben Stände gemacht, haben dort erklärt und Vorträge gehalten über was sie da tun und was das für ein Benefit für die Mitarbeiter hat, für die Kunden hat. Wir haben verschiedene Sessions gemacht. Wie gehe ich mit Prompts um? Wie prompte ich am besten? Ja, so Anfängerschulungen und für Austausch für Experten haben wir. Und das ist so etwas, was wir relativ viel vorantreiben. Mhm. Das Thema Und ständiges Learning ist ganz, ganz wichtig. ständiges Lernen als Organisation, als Mitarbeiter ist am Ende, sagst du, kommt über Erleben, über Sehen, über Ergebnisse sehen. Was war für dich am beeindruckendsten in den letzten Monaten? Weil also ich glaube, alle von uns haben irgendwie so diesen Moment, wo man sagt, aha, okay, da ist es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, da hat es jetzt Klick gemacht, das macht jetzt Sinn und das kann ich auch als Geschichte immer wieder erzählen und da hat das bei meinen Mitarbeitern vielleicht auch Klick gemacht. Ein Erlebnis hatte ich bei einem Vortrag tatsächlich letztes Jahr auf der CCW. Da hat ein Professor einen Vortrag gehalten über Mensch und Entwicklung, weil Mhm. Entwicklung ist ja nichts Neues. Es kommt uns jetzt sehr groß vor, weil sich immer alles schneller entwickelt. Aber wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, ob du dich noch an das Nokia erinnern kannst, was man früher hatte, mit einer Akkulaufzeit von 3 Wochen, 4 Wochen. Das 3110 oder das 32, ja genau. Also die guten, da konnte man Snake spielen, das war eigentlich ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Das müsste man eigentlich Ja, wieder machen. Das ist genau. jetzt auch, glaube ich, das ist jetzt nochmal so ein Trend, ne? Jetzt so diese Dumbphones werden das heute genannt. Die musst du eigentlich nochmal wieder rausholen, ne? Vielleicht für den Genau. nächsten Urlaub auch. Aber du wärst ja früher nie auf die Idee gekommen, dein Handy irgendwie mal alle 2 Tage zu laden, sondern nur so alle 4, 5 Wochen, das hat dann gereicht. So. Mhm. Und dann kam aber irgendwann Apple und hat den Leuten beigebracht, oh, ich kann aber jederzeit ins Internet. Ich kann jederzeit Informationen abrufen. So. Ja, und die Leute haben das erstmal gelernt. Also, und wer hat denn heute noch tatsächlich nur ein Handy zum Telefonieren? Ich persönlich kenne niemanden mehr, selbst von der älteren Generation. Selbst die meisten haben ein Smartphone und gucken schnell mal im Internet dieses oder jenes nach. So, die Absolut. Leute, oder? Großes Thema auch Homeoffice, als Corona kam. Es konnten sich viele Unternehmen nie vorstellen, dass Arbeiten funktioniert, wenn die Leute zu Hause sitzen. So, ich kenne Unternehmen, die haben wirklich, da mussten die Mitarbeiter kämpfen um die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Dann kam Corona und auf einmal haben die Leute erlebt: „Oh, das ist aber praktisch. Ich kann ja zwischendurch meine Wäsche aufhängen, kann vielleicht mit dem Hund Gassi gehen und bin trotzdem produktiv.“ Oder ich kann mit meinen Kindern auf einmal mittags einfach mal 1, 2 Stunden mit meinen Kindern Mittagessen machen, Hausaufgaben machen, setze mich später noch mal dran und es ist für mich viel entspannter. Es ist für mich ein viel entspannteres Leben. Das haben die Kollegen erlebt. Das hast du erlebt, das habe ich erlebt. Und auf einmal ist Homeoffice praktisch nicht mehr wegzudenken. Und Ja, genauso ist das auch mit dem Thema KI, AI und Nutzung von AI. erleben, lernen, mitmachen und dann schauen, wann und wo dieser Moment kommt. Super spannend, Melanie, was du geteilt hast heute aus deiner Zeit in den letzten Jahren, aber ich glaube insbesondere in den letzten Monaten bei TUI in deiner aktuellen Rolle mit so viel Erfahrung aus den Jahren davor. Und jetzt geht's wieder los, jetzt kommt die nächste Veränderung. Wenn du heute nochmal starten würdest, in eine ähnliche Rolle und vielleicht jemand bei dir im Team startet, hin und wieder fragt wahrscheinlich jemand, ich komme zu dir neu ins Team und fragt, wo soll ich denn anfangen? Ja, worauf muss ich mich denn heute fokussieren, damit ich also erfolgreich sein kann in meiner Karriere im Kundenservice? Was würdest du raten? Ich sollte auf jeden Fall bereit sein, mich ständig zu verändern. Ja, also die Zeiten, dass ich 25 Jahre den gleichen Job gemacht habe, die sind einfach vorbei. Ich muss Mhm. offen sein für alles und ich muss neugierig sein. Ich muss neugierig sein auf das, was da kommt und schauen, wie kann ich mich persönlich dort mit einbringen, tatsächlich. Und ein Stück weit auch keine Angst haben.
weil Jobs verändern sich, Umgebungen verändern sich. Aber am Ende, wenn ich immer bereit bin, mich wenn ich immer bereit bin, mich weiterzubilden und weiter zu lernen, wird immer irgendwo ein interessanter Job für mich da sein, tatsächlich. Und ich würde auch nicht darauf warten, dass mir jemand irgendwie eine Schulung gibt, sondern es gibt ja Mhm. heute in Zeiten des Internet so viele gute Möglichkeiten, kostenfrei zu lernen. Es gibt so viele KI-Plattformen, die man einfach mal ausprobieren kann. Ein guter Podcast-Tipp von mir, den habe ich tatsächlich heute Morgen erst Cards gehört. Against Complexity. Ja? Ja, neben, ne, das ist natürlich einer meiner Lieblingspodcasts, ganz ehrlich, Klar. sondern der Podcast von Chris Sorel. Und zwar hatte Mhm. der in einem Podcast eine KI-Professorin, die ist gleichzeitig auch Aufsichtsrätin, sie ist Keynote-Sprecherin und sie heißt Jasmin Weiß. Und Mhm. das fand ich, sie beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema, wie sich Jobs und KI verändern, wie sich Menschen verändern, wie sich Qualifikationen verändern in der Zukunft tatsächlich. Und was die tatsächlich macht, das fand ich sehr spannend. Die hat 2 kleine Kinder und sie hat für diese beiden Kinder jeweils KI-Zeiten eingeführt bei sich. Das Hm. heißt, dann gibt es irgendeine KI, die eine Tochter schreibt dann irgendwie ein kleines Büchlein für sich, die andere malt so ein bisschen mit KI, weil gerade diese kleinen Kinder, das sind halt alle AI-Natives. Ja, das heißt aber, die werden jedes Tool wahrscheinlich nutzen können. Und da geht es eher um das Thema, wie bleibe ich aber im Pilotensitz? Das heißt, wie lasse ich KI für mich arbeiten und wie schütze ich auch meine Daten? Wie nutze ich die Themen richtig? Die Professorin meint halt ganz klar, die Technik verändert sich so schnell, dass natürlich die Schulen gar nicht hinterherkommen und dass sie da nur zu raten kann. Ganz toller Podcast. Gerade wenn es um das Thema KI geht, wie kann ich mich persönlich vielleicht auch noch ein Stück weit weiterentwickeln, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank dir, Melanie. Den Link teilen wir natürlich auch in den Kommentaren dann nochmal als Teil dieses Podcasts. Vielen Dank für deine Zeit heute. Wir haben eine ganze Menge abgedeckt, von Snacks, die uns im Kundenservice helfen, über KI und Transformation in einem Konzernumfeld, die ganze Kundenreise rund um den Urlaub, wenn es mal nicht so läuft, wie es soll und dann doch vielleicht besser läuft, als man jemals gedacht hätte. Und natürlich auch persönliche Veränderungen, persönliche sagen wir, Rolle in einer Organisation. Wie kann ich mich eigentlich in so einer Transformation und der verändernden Welt zurechtfinden? Vielen Dank dir, Melanie. Es war sehr inspirierend, kurzweilig und, wie man so schön sagt, auf Englisch insightful. Eindrucksvoll und einsichtsreich. Vielen Dank und für alle anderen, die jetzt zuhören, Cards Against Complexity, unser Podcast, heute mit Melanie von TUI. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Wir haben weitere spannende Gäste, die im Konzern- und großen Mittelstandsumfeld Kundenservice und Service at Enterprise Scale digitalisieren, transformieren und immer mehr KI einsetzen. Vielen Dank für deine Einsichten aus der Reise und alles Gute. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.